Leute, ich bin Miss Krypto und ich freue mich, dass ihr wieder zu einem neuen Video von mir dabei seid. Ich möchte euch die Kryptowelt so einfach wie möglich erklären. Heute habe ich mir für euch das Xinfin-Netzwerk und XDC rausgesucht. Was macht XDC so einzigartig? Falls du mich noch nicht kennst, abonniere noch meinen Kanal ganz schnell, unterstütze mich mit deinem Like. Ich freue mich jederzeit über deinen Support. Alles sind meine eigenen Recherchen zu einem spannenden Projekt, was ich mir jedes Mal wieder raussuche. Vielleicht helfen sie dir bei deiner ein oder anderen Kaufentscheidung. Das ist keine finanzielle Beratung, der Haftungsausschluss gilt wie immer auch für dieses Video. Lass uns gleich starten. Du siehst dieses Mal immer oben ein aktuelles Thema eingeblendet nach einem eigenen Schema, nach dem ich vorgehe, um das Projekt für dich genauer zu analysieren. Ich würde sagen, wir starten und ich freue mich, dir jetzt XDC näher zu bringen. Zunächst erst einmal, was ist Xinfin und was ist XDC? Xinfin ist die Abkürzung für Exchange Infinite. Übersetzen könnten wir das zum Beispiel mit unendlichem Austausch. Der Name ist Programm. Xinfin wurde als gemeinnütziges, dezentrales Netzwerk erschaffen, um insbesondere Lösungen für den globalen Handels- und Finanzsektor anzubieten. Das Xinfin-Netzwerk läuft über eine sogenannte hybride Blockchain und basiert auf dem Xinfin Digital Contract Hybrid Blockchain Protokoll. Daraus kannst du dann auch den Namen des XDC-Tokens ableiten. Das steht für die Abkürzung Xinfin Digital Contract. XDC ist der native Token im Xinfin-Netzwerk und erfüllt verschiedene Funktionen im Ökosystem. Zu allem später noch mehr. Xinfin wurde mit einem Initial Coin Offering von 15 Millionen US-Dollar 2018 gegründet. Ein Jahr später, also 2019, ging dann das Mainnet an den Start. Zum Zeitpunkt des Videos ist XDC auf Rang 73 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden Euro. Welches Problem möchte Xinfin nun lösen? Ich kann dir an dieser Stelle schon mal so viel verraten. Es ist nicht nur ein Problem, sondern es sind gleich mehrere Probleme, die Banken, Unternehmen, Einzelhändler, Investoren und Entwickler weltweit betreffen. Vielleicht kannst du dich noch aus meinem Ripple- und XRP-Video Teil 1 und 2 erinnern, welche derzeit gigantischen Ineffizienzen der internationale Zahlungsverkehr mit sich bringt. Sei es jetzt um Devisengeschäfte mit den unterschiedlichen Fiat-Währungen und Kursschwankungen, zu langsame Cross-Border-Zahlungen über zahlreiche Zwischenbanken, weitere zahlreiche finanzielle Verluste und Reibungen durch uneinheitliche Infrastrukturen und. Falls du dich mit dem Problem im globalen Finanzsystem noch nicht so gut auskennst, schau dir dazu auch nochmal mein Ripple- und XRP-Video an. Ich blende es dir hier kurz ein. Eines von diesen Problemen im Finanzsystem ist gar nicht so sehr der Reibungsverlust, sondern es sind auch zu viele regulatorische Limitierungen, wie zum Beispiel die Datensicherung oder die Kundenidentifizierung. Du kannst als Finanzinstitut sensible Daten nicht einsehbar über eine öffentliche Blockchain machen, das wäre zu transparent. Du möchtest dennoch intern aber die Ledger-Technologie für deine Zwecke nutzen. Die Business-Blockchain Quorum zum Beispiel wurde als private Blockchain entwickelt, extra um den Zahlungsverkehr innerhalb eines Unternehmens transparent und manipulationssicher unter sämtlichen Datenschutzvorkehrungen zu ermöglichen. Das ist die eine Geschichte, die Banken inklusive Zentralbanken und deren Regierungen dahinter betreffen. Die andere Geschichte gibt dem globalen Handel und der damit verbundenen finanziellen Abwicklung ganz stark zu kämpfen. Trotz des globalen Handels findet das Bezahlen größtenteils eben nicht global statt, sondern läuft wie oben erwähnt über die regionalen Instanzen mit damit verbundenen hohen Kosten. Noch können diese Kosten durch die zusätzlichen Profite kompensiert werden, die durch den globalen Wettstreit zwischen den Händlern entstehen. Doch fragt sich noch, wie lange. Was fehlt, ist also eine globale Marktplatzplattform für Handelsfinanzierungen. Geldgeber können sich ihre Projekte weltweit rauspicken und diese viel einfacher finanzieren. So könnte der globale Wettbewerb gefördert werden und zugleich könnten damit eben Kosten und Reibungen für alle Teilnehmer, also für Investoren, Geldgeber, Unternehmen, Regierungen und Einzelhändler reduziert werden. Dazu kommt außerdem, dass zum Beispiel die derzeitige Finanzierung von Projekten, die Infrastrukturen in Ländern verbessern sollen, immer eine große finanzielle Herausforderung darstellt. Ob du als Regierung jetzt zum Beispiel ein Projekt in der Energie- oder Wasserversorgung angehen möchtest, eine Straße bauen möchtest, urbane Strukturen aufgrund der Zuwanderung in Großstädte fördern möchtest oder einfach nur eine Freizeitanlage bauen möchtest. Häufig wird dafür ein Riesenkapital im Voraus benötigt.
Dazu kommt, dass dieses Projekt erst mal durch eine endlose Schleife an staatlichen Regularien und Unsicherheiten durchgewinkt werden muss. Dies limitiert nun wiederum die Teilnahme an Investitionen durch private Geldgeber. Öffentliche Investoren und Regierungen müssen dafür umso mehr Strukturen und Kapital im Voraus stellen. Schätzungen zufolge sollen sich die notwendigen Investitionen für Trinkwasser, Sanitär, Stromversorgung bis 2025 auf 3 bis 5 Trillionen US-Dollar erhöhen. Das wären bei Aussichten Richtung 2040 und bei einem gleichbleibenden aktuellen Level durch bereits bestehende Investments und Spenden jedes Jahr ein Defizit von rund 1 Trillion Dollar. So, noch ein letzter Punkt. Dieser betrifft nun nicht unsere reale Welt und deren Austausch von Geld und Vermögenswerten, sondern jetzt sind wir in der Distributed Ledger Technologie und bei den dahinter stehenden Kryptoprojekten angekommen. Vielleicht klingelt es noch bei dir, wenn du dich an das Problem der sogenannten Interoperabilität zwischen den Blockchains bzw. den Ledgern erinnerst. In meinem Video zu Quant habe ich das Problem tiefer beleuchtet. Ganz kurz, es geht um die mangelnde Kompatibilität zwischen den Blockchains untereinander. Jedes Ökosystem hat sein eigenes Protokoll mit seinen eigenen Applikationen und seinen eigenen Decentralized Apps. Die Tatsache, dass auch die Infrastruktur unter den Blockchains ebenso wenig einheitlich gestaltet ist wie die Struktur des globalen Handels, stellt zunehmend eine Zwickmühle dar. Das Ethereum-Netzwerk dominiert derzeit den Marktplatz rund um Smart Contracts und bietet ein gigantisches Ökosystem für Developer an. Doch die Interoperabilität mit dem Ethereum-System zu anderen Blockchains, die hohe Transaktionszeit durch Überlastung des Netzwerkes und aktuell vergleichbare hohe Transaktionsgebühren verlangen zunehmend eine Entlastung bzw. auch eine Ergänzung dieses Ethereum-Netzwerkes. Wie möchte Xinfin also nun diese Lösungen anbieten für all diese Probleme, die ich gerade genannt habe? Warum habe ich dir zum Beispiel ganz unterschwellig andere Kryptoprojekte wie Quorum, Quant, Ethereum genannt? Es gibt nämlich eine Menge gemeinsame Schnittmengen. Um all die genannten Probleme also nun zu lösen, braucht es auf der einen Seite ein privates Netzwerk, welches die internen Reibungsverluste verringern und Datenschutz in einem Finanz- oder Handelsunternehmen gewährleisten muss. Auf der anderen Seite brauchen wir ein öffentliches Netzwerk, um den globalen Austausch von Vermögenswerten zu ermöglichen. Eine Bank oder ein Unternehmen hat ja sonst überhaupt gar keine Chance, die Produkte und Vermögenswerte an den Mann zu bringen, oder? Und dann brauchen wir noch ein Netzwerk, was zudem alle bekannten technischen Anforderungen wie Skalierbarkeit, wenig Kosten, Sicherheit und Schnelligkeit, also all diese Kriterien erfüllt. So, Xinfin hat sich für all das eine Lösung ausgedacht. Das Xinfin-Netzwerk ist ein Netzwerk für Institutionen, Händler und Entwickler. Das Netzwerk ist jetzt, pass auf, dezentral, hybrid, interoperabel und liquide. Was heißt das jetzt nun konkret? Xinfin verwendet als erstes Projekt eine sogenannte hybride Blockchain. Hybrid bedeutet immer so etwas wie eine Kreuzung aus verschiedenen Lösungen. Du kennst das vom Hybridauto, das sowohl elektrobetrieben als auch mit einem Benzinmotor fahren kann. Xinfin ist hingegen hybrid, weil sich das Protokoll sowohl aus einer Fork von Ethereum, aber auch eben aus Quorum zusammensetzt. Somit können sowohl die Vorteile einer öffentlichen, also wie beispielsweise bei Ethereum, aber auch eine private Blockchain wie Quorum gleichzeitig bedient werden. All diese genannten Lücken im Finanz-, Handels- und Entwicklungssektor können so durch diese Interoperabilität, Stichwort Schnittmenge zu Quant, geschlossen werden. Im Xinfin-Netzwerk gibt es nun aufgrund des hybriden Charakters verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Ein Beispiel. Institutionen wie Banken können ihre eigenen privaten Subnetzwerke, also ihre Unternetzwerke betreiben und so sensible Daten sicherstellen. Sie können sich mit anderen Netzwerkpartnern über ihre privaten Netzwerke connecten. Der Austausch von digitalen Assets und Messaging-Aktivitäten ist nicht für die Öffentlichkeit sichtbar. Bewusst können die Institutionen jedoch auf öffentliche und damit voll transparente Blockchains an den Mainstream über das Xinfin-Netzwerk gelangen. Als nächstes kann ein Entwickler und ein Unternehmen beispielsweise in einem privaten Rahmen Apps entwickeln. Diese können dann von privat auf öffentlich geteilt werden und zu guter Letzt kann zum Beispiel diese Decentralized App auf einem Marktplatz, auf einem D-App-Marktplatz für weitere Netzwerke angeboten werden. Auch eine Kommunikation zu älteren Blockchain-Plattformen ist möglich, wie zum Beispiel zur Bitcoin-Blockchain. Xinfin bezeichnet sich auch als Blockchain der dritten Generation. Die hybride Struktur vereint Schnelligkeit mit über 2000 Transaktionen pro Sekunde mit einer hohen Skalierbarkeit für ein robustes D-Apps- und Token-Ökosystem.
Die Transaktionsgebühren sind mit derzeit ca. 0,00001 US-Dollar, also einem Zehntausendstel US-Dollar im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum verschwindend gering. Ein Block braucht zur Transaktionsbestätigung nur 2 Sekunden. Das ist in etwa zu vergleichen wie bei XRP. Da benötigt ein Ledger 3 bis 5 Sekunden, um neu erzeugt zu werden. Da wir keinen energieintensiven Proof-of-Work-Mechanismus und in diesem Sinne auch kein Mining von XTC haben, ist der Stromverbrauch durch Rechenleistungen auch deutlich geringer im Vergleich zu Ethereum oder zu Bitcoin. Eine Blockchain also, die auch umweltfreundliche Kriterien erfüllt. Ganz wichtig. Das Xinfin-Netzwerk unterstützt darüber hinaus auch Smart Contracts und ist EVM-kompatibel. EVM bedeutet Ethereum Virtual Machine. Das heißt, ob Smart Contracts, Protokolle, atomare Transaktionen zwischen den Blockchains oder Decentralized Apps. All das, was auf Ethereum läuft, programmiert oder entwickelt wird, kann nahtlos auf das Xinfin-Netzwerk importiert werden. Somit wird auch das Problem der Ethereum-Netzwerküberlastung und Blockchain-Interoperabilität zu Ethereum gelöst. Für die Kommunikation der Finanzinstitute untereinander nutzt Xinfin den ISO 20022 Messaging Standard. Der Standard gewährleistet den kompatiblen Austausch zum herkömmlichen zentralen System. Banken, Firmen und Regierungen können so zum Beispiel ihre zentralen Infrastrukturen einfacher in das Xinfin-Netzwerk integrieren und so von den dezentralen Ressourcen profitieren. Als nächstes müssen wir uns mal ganz kurz angucken, was das ganze Ökosystem bisher an Produkten und Applikationen bieten kann, welche Use Cases mittlerweile schon über das Xinfin-Netzwerk laufen. Im Ökosystem wurden mittlerweile schon eine Reihe innovativer Produkte und Applikationen zum Laufen gebracht, um die Interaktion zwischen den Nutzern zu erleichtern. Eines davon ist zum Beispiel TradeFinex, ein alternatives Peer-to-Peer-Investorennetzwerk, sei es für eine Bank oder sonstige Investoren. Innerhalb von Sekunden können sich Käufer mittels XTC Kapital erwerben. Vermögenswerte werden unter regulierten Bedingungen zwischen Käufern und Verkäufern tokenisiert und in Investmentkapital wird in Echtzeit-Tracking zu wettbewerbsfähigen Preisen transparent gesichert. Ein weiteres Produkt, was über das Xinfin-Netzwerk läuft, über die Plattform, ist MyContract. MyContract ist ein Asset Creator und Management Dashboard. Über MyContract kann ein Unternehmen eigene Smart Contracts und jede Sorte von Tokens für jegliche Vermögenswerte für die eigene Branche kreieren und bereitstellen. Ob für Anleihen, Immobilien, Infrastrukturassets im Sinne eines global tokenisierten Marketplaces und so weiter. Um die Tokens zu erstellen, muss nur per XTC bezahlt werden. Im Anschluss können alle Token, Details wie Name, Symbol, Dezimalstellen, Maximalvorrat, Verkaufslimit und so weiter selbst gewählt werden. Ein weiteres Beispiel für ein Produkt in diesem Ökosystem ist BlockDecree. Mit BlockDecree wurde eine Online-Bildungsplattform für Blockchain-Schulungen an Fachleute geschaffen. Die US-Regierung und Singapurs SkillsFuture, das ist eine von der Regierung unterstützte Plattform, haben die Schulungen angeblich sogar anerkannt. Studenten können sich die Kurse und Zertifikate mit Hilfe von Investoren weltweit finanzieren lassen. Und eine weitere Anwendungsmöglichkeit: viele Stablecoins laufen inzwischen live über das Xinfin-Netzwerk. Globiance, das ist ein globaler Finanzdienstleister aus Singapur, hatte bereits 2020 schon begonnen, auf Xinfin einige Stablecoins einzuführen. All diese Stablecoins, wie zum Beispiel der Singapur-Dollar, also SGI, DG oder der Euro-Stablecoin von Globiance, sind alle 1:1 mit Fiat-Geld gedeckt und an die Kurse gebunden. Immer mehr Stablecoins für Fiat-Währungen aus Europa, Asien, Afrika und Amerika kommen in Zukunft hinzu. Du verstehst schon, das Ökosystem ist nicht gerade klein und ist auf jeden Fall wachsend. Wichtig ist jetzt, dass wir uns noch mit dem Konsensusmechanismus befassen, denn Xinfin gehört mit zu den ersten Blockchain-basierten Netzwerken, welche Smart Contracts und zugleich den sogenannten Proof-of-Stake-Mechanismus verwenden. Damit befassen wir uns jetzt als nächstes mit der Technologie. Beim sogenannten Xinfin Delegated Proof-of-Stake handelt es sich um einen überprüften und genehmigten verteilten Proof-of-Stake-Mechanismus, der das Netzwerk stabilisieren soll und die Transaktion validieren soll. Im Gegensatz zu anderen Proof-of-Stake-Mechanismen, wo zum Beispiel über bestimmte Pools delegiert werden kann, wie zum Beispiel bei Cardano, oder ein Validator für jeden neuen Block-Proposal neu ausgelost wird, wie zum Beispiel bei Algorand, ist es bei Xinfin so, dass für jede neue Epoche ein Echtzeit-Voting für sogenannte Masternodes stattfindet. Schau dir dazu auch nochmal die anderen Videos an, die sich mit Proof of Stake befassen. Dazu gehört zum Beispiel das Video zu Algo, XRP, VeChain oder auch Theta. Dann verstehst du auch nochmal die Unterschiede mehr zwischen den einzelnen Mechanismen.
Wie schaut in Bezug auf Xinfin der Rundlauf für die Blöcke innerhalb einer Epoche aus? Zunächst einmal müssen wir ganz kurz klären, was ist eine Epoche? Eine Epoche und somit ein Rundlauf besteht aus derzeit 900 neu erzeugten Blöcken. Das heißt, wenn ein gültiger Block alle 2 Sekunden neu an eine Blockchain angehängt wird von Xinfin, wären wir bei ungefähr 900 mal 2, also in etwa 1800 Sekunden für die Dauer einer Epoche. Das wären dann ungefähr 30 Minuten aufwärts. Möchtest du mit am Konsensus im Mainnet teilnehmen, benötigst du einen sogenannten Masternode. Das ist ein Validatorknoten. Ein Masternode muss mindestens 10 Millionen XTC zur Netzwerkstabilisierung staken. Bei einem derzeit, ich würde mal sagen, abgerundeten Preis von 10 Cent für ein XTC-Token kannst du dir hochrechnen, wäre das ein Minimum an 100.000 Euro Kapital, was du zur Verfügung stellen müsstest. Ansonsten kann rein theoretisch jeder einen Masternode unter weiteren Hardware-Voraussetzungen betreiben. Ein sogenannter Masternode One-Click-Installer ermöglicht ein einfaches Einrichten des Nodes. Um als Masternode-Kandidat auf diese Liste zu kommen, möchte Xinfin noch vom Betreiber eine persönliche KYC haben. Das ist eine persönliche Identitätsprüfung. Daher auch der Name des Proof-of-Stake-Mechanismus, der eben nicht ganz genehmigungsfrei ist, also überprüft und permissioned. Wir gehen also zurück in eine Epoche für einen Konsensusmechanismus. Erfüllt nun ein Masternode-Kandidat all diese genannten Kriterien, kommt er auf die Masternode-Liste. Aus dieser Liste werden im Konsensus dann aktiv teilnehmen dürfen. Voten dürfen die sogenannten Coinholder, also all diejenigen, die am Netzwerk teilnehmen und dafür eine bestimmte Menge an XTC-Tokens staken. Die so gewählten Masternodes schlagen nun alle 2 Sekunden in einer ersten Phase einen neuen Block vor. Zur Sicherheit der Transaktionen auf einem solchen Block, die validiert werden, durchläuft dieser vorgeschlagene Block nun einen zweiten Genehmigungsprozess. Dieser wird als Double Validation Prozess bezeichnet. Das bedeutet speziell, wenn ein Masternode einen Block in Phase 1 vorschlägt, muss ein weiterer zufällig gewählter Masternode alle Transaktionen checken und dem anderen Masternode zustimmen. Erklären 3/4 der Masternodes diese Blockversion für gültig, wird dieser Block dann endgültig an die Blockchain angehängt. Nach jeder Epoche erhalten dann die beteiligten Masternodes die Rewards in Form von Tokens von XTCs für ihre Arbeit. Eine neue Epoche mit 900 neuen Blöcken beginnt, neue 108 Masternodes werden gewotet und das Spiel geht dann wieder von vorne los. Als nächstes möchte ich ganz kurz auf die Rewards eingehen. Die Entlohnung an die Stakeholder, also an die Masternodes und an die Coinholder, erfolgt wie schon gesagt in Form von XTC Rewards. Alle 900 Blöcke, also in einer Epoche. Die prozentuale Gewinnausschüttung erfolgt in einem bestimmten prozentualen Verhältnis. Nach einer Epoche wird aktuell ein Gesamtreward von 250 XTC-Tokens laut technischem Whitepaper verteilt. Dieser Gesamtreward wird wiederum in 3 Reward-Unteranteile gegliedert. In den ersten Reward-Anteil, die Infrastruktur-Rewards, gehen 40% des gesamten Rewards. Das ist die Belohnung nur für die Masternodes. Dann haben wir als zweites die Staking-Rewards, da fließen 50% hinein. Die Rewards für das Staking werden unter den Masternodes und Coinholdern aufgeteilt. Die dritte Gruppe an Rewards mit den letzten 10% der Rewards gehen an die Xinfin Foundation auf ein speziell überwachtes Konto. Im Xinfin Explorer kannst du dir auch jederzeit nochmal anschauen, welche Masternode-Kandidaten aktuell zur Verfügung stehen und am Netzwerk teilnehmen. Teil 2 der technischen Analyse von meiner Seite aus. Wir kommen zu den Tokenomics. Welche Aufgaben hat XTC? Wie ist das Ganze verteilt? Wie kannst du XTC kaufen und aufbewahren? XTC ist der native, also systemeigene Utility-Token der Xinfin Hybrid-Blockchain. XTC kann in allen Public-Blockchain-Bereichen von Xinfin gehandelt werden. Daher können sowohl Banken oder Unternehmen, aber eben auch du als Privatperson mit XTC traden. XTC ähnelt vom Token her dem Fuel-Token ETH im Ethereum-Netzwerk. XTC wird immer dann verwendet, wenn Transaktionsgebühren bezahlt werden oder wenn zum Beispiel Decentralized Apps und Smart Contracts im Netzwerk, ob privat oder öffentliche Plattformen, entwickelt und ausgeführt werden. Ob MyContract, TradeFinex, BlockDecree oder auch die ganzen zahlreichen anderen Xinfin-Produkte wie der Xinfin Scan, Xinfin Master, Xinfin Web Wallet und so weiter. Jede Applikation braucht XTC, wenn diese über dieses Protokoll läuft. XTC wird weiterhin genutzt, um die Netzwerkentwicklung zu finanzieren. Traditionelle Institute oder auch eben Regierungen können XTC als systemfreundliches und offiziell reguliertes Asset nutzen und sich damit der Vorteile eines dezentralen Systems bedienen.
XTC wird als Long-Term und nicht inflationäres Asset betrachtet. Alle 100% an Tokens sind Bra-mined. Der Total Supply dieser Tokens ist jedoch nicht limitiert, größtenteils gelockt und Anteile werden immer nach einem fest definierten Schema ausgeschüttet. Ein Schema aus dem White Paper zeigt ganz einfach dargestellt die prozentuale derzeitige Distribution im Ökosystem. Zum Beispiel liegt ein Teil beim Xinfin-Team, ein Teil bei der Xinfin Foundation oder eben auch ein prozentualer Anteil bei den Netzwerkteilnehmern im Ökosystem. Für dein Verständnis ein Beispiel. 32,5% der XTC-Tokens sind im Ökosystem reserviert für die Netzwerkteilnehmer, wie zum Beispiel für große Institutionen, die ein Masternode betreiben. Dieser Supply ist also schon mal gelockt, also nicht available. Ein Teil dieser 32,5% Tokens dient dann als Reward. Für die Tokenomics ist außerdem entscheidender die Frage, wie viele all dieser verfügbaren Tokens sind eben nicht gelockt, sondern sind derzeit im Umlauf, also welche sind available. Und wie viele kommen in der nächsten Zeit, zum Beispiel jährlich, durch Ausschüttungen noch dazu. Diese sogenannte Circulation Supply ist daher nicht fix, sie verändert sich stetig. Aktuell beträgt sie rund 12 Milliarden XTC-Tokens, die gerade im Umlauf sind, bei einer Maximal Supply von rund 37 Milliarden XTC-Tokens. Für die Banken und Regierungen stellt das stark schwankende Kursverhalten von Kryptowährungen noch oft ein Riesenproblem dar. Gerade wenn es um längere Investmentprojekte geht oder Verträge mit Payouts zu gewissen Deadlines. Um diese Unsicherheit hoher Fluktuationen zu nehmen, hat Xinfin einen sogenannten Hedge Pool eingerichtet. Dieser Liquiditätspool soll gerade dann absichern, wenn die Zeitspanne eines Projekts zwischen dem vertraglich fixierten Investment und dem eigentlichen Projektende länger wird. Verträge werden dann also über Trade Finex in Form von Fiat-Geld geschlossen. Alle definierten Beträge, wie zum Beispiel der gesamte Darlehensbetrag, werden im Fiat-Wert abgestimmt vorab. In der Zeit bis zur Fertigstellung des Projekts kann dann Xinfin über den Hedgepool sicherstellen, dass der Investor sein Geld auch dann nach vertraglichem Fiat-Wert zurückerhält, selbst wenn der XTC-Kurs schwankt. 10% der Token-Supply sind für diesen Hedgepool reserviert. Wie kannst du jetzt also XTC kaufen und aufbewahren? Du kannst XTC momentan schon auf einigen großen Exchanges erwerben, wie zum Beispiel auf KuCoin, Bitfinex oder Bitcoin.com. Einmal XTC erworben, kannst du deine Tokens zum Beispiel im Xinfin Web Wallet sichern oder im XTC Android Wallet. Das Soft Wallet kannst du über den Google Play Store zum Beispiel herunterladen. Auch 2 Hardware-Wallet-Anbieter supporten derzeit XTC, zum Beispiel das BitFi Wallet und das Decent Wallet, das per biometrischer Authentifizierung läuft. Ich nehme zum Beispiel auch das Decent Wallet für meine XTC-Bestände. Ich würde dir auch immer empfehlen, deine Bestände auf so einem Hardware-Wallet zu sichern und nicht alle Coins auf Börsen zu lagern. Einen Link zum Decent Wallet habe ich dir unten in die Beschreibung eingefügt. Dafür bekommst du das Decent Wallet nochmal etwas günstiger derzeit für 109 anstatt 119 $. Wer steckt nun hinter dem Xinfin-Netzwerk? Xinfin wurde insbesondere durch 3 Co-Founder 2018 mitbegründet. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Atul Kekade, Ritesh Kakat und Karan Bhadwai. Kekade und Kakat sind immer noch Teil der Kernmannschaft, Bhadwai hat Xinfin für sein eigenes Startup 2018 verlassen. Kekade bringt bereits seit über 14 Jahren als Softwareprogrammierer Erfahrungen aus dem Blockchain-Segment mit. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der ersten Permissioned, also der zugriffseingeschränkten Blockchain für das Bankenkonsortium der top-asiatischen Banken. Er hat außerdem schon verschiedene Projekte mitbegründet, darunter zum Beispiel ein Unternehmen im Airline-Chartering-Bereich oder auch die XTC-unterstützte BlockDecree-Bildungsplattform. Auch Kakat hat sich schon über die letzten 20 Jahre mit einigen digitalen Projekten rund um Cloud-Hosting und Webstrukturen beschäftigt. Seine Arbeit wurde bisher auch schon durch Microsoft und BBC anerkannt. Zu den Beratern von Xinfin gehören schon auch einige Koryphäen. Spannend finde ich hier zum Beispiel die Namen Roger Ver, das ist eben auch der Bitcoin-Jesus bekannte CEO von Bitcoin.com. Weitere Berater sind dann zum Beispiel noch Jason Butcher, das ist der Co-Founder vom Blockchain Hub und COO von Coin Payments, das ist eine der ältesten und größten Kryptozahlungsplattformen. Auch Simon Bowles ist mit im Advisor-Team. Der ist bereits als Blockchain-Berater seit über 20 Jahren unterwegs und hat sich stark vernetzt mit zahlreichen Fintechs.
Das Netzwerk und seine Botschafter werden außerdem durch die gemeinnützige Xinfin Foundation mit Sitz in Singapur durch zahlreiche Subventionsprogramme finanziell wie organisatorisch unterstützt. Mit wem arbeitet Xinfin bisher zusammen? Welche Partnerschaften darüber hinaus konnte das Xinfin-Team bisher gewinnen? Bisher konnte Xinfin namhafte Allianzen und Partnerschaften mit vielen verschiedenen Branchenführern aus dem Banken-, Handelssektor oder auch mit technischen Universitäten schließen. Hier eine feine und spannende Auswahl für dich, wie ich finde. Es besteht zum einen eine Allianz mit Renko Systems. Das ist ein globaler Business Software und Service Provider. Zusammen möchten die Partner die Xinfin-Technologie an die mehr als 500 Großkunden aus den Bereichen Industrie, Reise, Banken und Fluggesellschaften herantragen. Auch zu Copper Technologies besteht eine Partnerschaft. Copper Technologies ist eine in Großbritannien ansässige Krypto-Handels- und Broker-Plattform für Investoren größerer Institutionen. Die Copper Software-Plattform ist wiederum verbunden mit großen Exchanges wie Bitfinex oder Binance. Auch mit Circle arbeitet Xinfin zusammen. Circle gibt den Stablecoin USDC heraus. Das Xinfin-Netzwerk unterstützt dabei den Stablecoin. Auch die Partnerschaft zum Abu Dhabi Global Market finde ich super spannend. Das ist ein internationaler Finanzsektor. Dieser Global Market reguliert das Handeln digitaler Vermögenswerte und ist ein angesehener Ansprechpartner in puncto Regulierungen für Kryptofirmen geworden. Der Abu Dhabi Global Market ist wiederum Mitglied der World Alliance of International Financial Centers. Weitere Kooperationen bestehen zu der in Indien führenden Handelsorganisation ASSOCHAM, das ist die Associated Chambers of Commerce and Industry of India, und zu AIX. AIX ist wiederum ein Betriebssystem, was von börsennotierten IT-Konzern IBM entwickelt wurde. Mithilfe des Xinfin-Protokolls sollen traditionelle Anleihen für Infrastrukturprojekte tokenisiert werden, um nun in Zukunft ausreichend Liquidität für solch neue großen Projekte in Bezug auf Strom, Energie und Wasser herzustellen. Über diese Verbindung von AIX mit Xinfin sollen für Banken und staatliche Schatzkammern effizientere und risikoärmere Formen von Anleihen zur Verfügung gestellt werden. Seit Januar 2021 wurde eine Partnerschaft zwischen Ixeltrip und Xinfin announced. Ixeltrip als dezentrale Reisebuchungsplattform integrierte das Mainnet von Xinfin, sodass nun Benutzer des Portals ihre Hotelübernachtungen und Flüge neben allen herkömmlichen Zahlungen auch nun in Krypto per XDC bezahlen können. Als eine letzte spannende Kooperation, die bereits seit 2019 über mehrere Stufen existiert, nenne ich dir die Kooperation mit R3, dem Corda-Netzwerk und dem R3 Cordite. Falls du noch nie etwas von R3 gehört hast, ich gehe ganz kurz darauf ein. R3 ist ein New Yorker Finanz- und Technologieforschungsunternehmen, welches sich aus einem Zusammenschluss von über 300 Banken zusammensetzt, wie zum Beispiel Barclays oder Goldman Sachs. R3 hat das von der DLT inspirierte private Corda-Netzwerk ins Leben gerufen. Cordite ist wiederum ein Open-Source-Projekt, welches von der R3 Cordite Society aus Großbritannien geleitet wird und DeFi-Features für das Corda-Netzwerk mitverwaltet. Seit Beginn der Partnerschaft zwischen Xinfin und R3 soll nun Xinfin die Decentralized Apps auf dem Corda-Marktplatz hosten. 2020 wurde dann XDC von Xinfin als erster Kryptotoken auf dem Corda-Netzwerk announced. Sinn des Ganzen: Über XDC ließe sich digitales Zentralbankengeld, also kurz CBDC, herausgeben. XDC entspricht laut Leitlinien der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde einem Exchange-Token. XDC erfüllt darüber hinaus alle nötigen Standards der Financial Action Task Force für digitale Vermögenswerte und auch alle Richtlinien für das Anti-Geldwäsche-Gesetz. Durch diese gut regulierten Eigenschaften vom XDC-Token können Banken nun im Corda-Netzwerk leichter ihre DeFi-Projekte, Stablecoins und CBDCs entwickeln. Die hybride Struktur der Xinfin-Blockchain bietet darüber hinaus das Potenzial, den Austausch zwischen privatem Corda-Netzwerk zum Public Xinfin-Netzwerk herzustellen. Inwieweit dann die DeFi-Projekte auf dem Corda-Netzwerk wiederum Konkurrenz für dezentral organisiertere DeFi-Projekte wie zum Beispiel vom Ethereum-Netzwerk werden könnten, das würde an dieser Stelle zu weit führen und steht noch in der Zukunft aus. Geplant ist nun erstmal als Teil der Roadmap 2021 R3 Cordite auf das Mainnet zu integrieren.
Über Cordite sollen die sogenannten Third-Party-Nodes vom Corda-Netzwerk für Xinfin laufen, sodass ein Austausch, also eine Interoperabilität zwischen dem Corda und dem Xinfin-Netzwerk stattfinden kann. Die Kryptobrücke zwischen den beiden Netzwerken wird über DASL hergestellt. DASL ist ein Digital Asset Shared Ledger. Das ist ein Liquiditätsnetzwerk speziell für Banken. Das wurde wiederum auf dem Corda-Netzwerk aufgebaut. So viel zu Das ist ein Liquiditätsnetzwerk speziell für Banken. Das wurde wiederum auf dem Corda-Netzwerk aufgebaut. So viel zu den etwas verschachtelten Zusammenhängen zwischen R3 und dem Xinfin-Netzwerk. Meine persönliche Einschätzung zu Xinfin und XDC. Nun, nachdem ich dir so viel über Xinfin und XDC erzählt habe, kannst du dir vorstellen, dass ich davon schon ziemlich begeistert war. Wir haben einen geilen USP, wir haben derzeit die einzig hybride Blockchain in diesem Zustand, also sprich Interoperabilität zwischen privaten und öffentlichen Blockchains und anderen Ledgers ist gegeben. Wir haben eine Interoperabilität zwischen alten und neuen Blockchains, also Bitcoin, Ethereum und Co. Eine Interoperabilität, also ein Austausch ist möglich und ist da. Wir haben auch bezüglich der technologischen Anforderungen eigentlich alles, was eine moderne Blockchain erfüllen sollte, gegeben. Wir haben Umweltfreundlichkeit ist da und das Trilemma mit Skalierbarkeit, Transaktionsgebühren, Schnelligkeit, also Transaktion pro Sekunde. All das erfüllt bisher die Xinfin-Blockchain. Wir haben außerdem einen gigantischen Markt, also eine Zielgruppe, wo es um globalen Handel und Finanzen weltweit geht. Da geht es um Handels- und Finanzen, große Summen in Wert von Trillionen Euro, US-Dollar. Und das ist einfach außer Frage, dass dafür kein Markt da sein wird in Zukunft. Es ist für mich, auch wenn wir uns Richtung Konkurrenz vielleicht überlegen könnten, bezüglich auch Entwicklungen, Anwendungen, Applikationen, Konkurrenz zu Ethereum zum Beispiel. Klar, könnte man vielleicht meinen. Auf der anderen Seite geht es doch gar nicht so sehr darum, könnte es jetzt eine Konkurrenz zu Ethereum darstellen, sondern vielmehr darum, wie können wir das Ökosystem aller Blockchains mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten aufbauen und wie können sich diese Blockchains mit ihren einzelnen Lösungen ergänzen. Und im Grunde durch die Interoperabilität zu Ethereum können auch Applikationen untereinander ausgetauscht werden. Der einzige Unterschied zu Ethereum ist beispielsweise auch noch der, dass eben neben der Smart Contract Architektur auch ein Governance-Aspekt da ist. Sprich, durch diesen privaten, hybriden Aspekt haben wir eben auch, und das könnte man auch als Einschränkung vielleicht von XDC und vom Xinfin-Netzwerk für manche sehen, ist der, dass wir eben auch ganz stark eine Instrumentalisierungsmöglichkeit durch Finanzinstitute, durch Banken, durch Regierungen vorhanden haben. Das ist wiederum für uns auch auf der anderen Seite gut, denn dadurch wird der Token ja angeblich oder anscheinend auch sehr gut akzeptiert bisher. Es ist so, dass Xinfin bisher ein ISO 222 Coin darstellt, sprich durch diesen Messaging-Dienst, der da verwendet wird, lässt sich stark vermuten, dass XDC auch in Zukunft als Standard genutzt werden könnte. Außerdem ist es so, dass wir beispielsweise gute neue Partnerschaften bekommen haben. Auch jetzt im August zuletzt gab es viele Neuigkeiten bezüglich neuer Kooperationen, weshalb der Kurs auch explodiert ist auf ein neues Allzeithoch. Wenn man sich den Kurs vergleicht zwischen Juli 2020 und August 2021, sind wir 190% gestiegen von 0,06 US-Dollar auf einen Kurs von 0,19 US-Dollar. Ausschlaggebend waren da unter anderem eben Partnerschaften wie zum Beispiel mit einem riesengroßen Global Player, und zwar dem Global Trade Finance Distribution Netzwerk. Das ist eine Initiative, welche sich aus verschiedenen Händlern und Kreditgebern zusammensetzt, wo es darum geht, eben die Tokenisierung auch für den globalen Handel zu fördern und zu boostern. Und das ist natürlich klar wieder ein Riesenplayer, wo das Xinfin-Netzwerk mitspielt. Weiter interessante Partnerschaften, die jetzt dazu kommen, jüngst war die Partnerschaft mit Ledgermail als eine dezentrale E-Mail-Lösung oder auch Partnerschaften mit Shopping.io. Das ist ein Projekt, das anderen Nutzern ermöglicht, über Amazon beispielsweise, eBay oder Walmart in Kryptowährungen zu bezahlen. Also auch super interessant. Das, wie gesagt, zu dem Hinblick aktuelle Neuigkeiten, auch in Zukunft. Die Roadmap ist noch nicht zu Ende für dieses Jahr. Sprich, trotz dieser kurzen Historie ist einfach mal wieder sehr viel passiert. Ganz klar, limitiert auch die kurze Historie
die Aussagekraft. Wir können spekulieren, in welche Richtung sich der Kurs entwickeln könnte, welche Prognose man XTC geben könnte. Denn wie alle Coins, je jünger, desto volatiler und anfälliger ist der Kurs. Und auf der anderen Seite hängt sehr viel davon ab, wie sich die Weltwirtschaft entwickeln wird und wie massentauglich natürlich das Ganze auch ist. Unabhängig jetzt von allen bisherig genutzten Anwendungen. Es geht immer darum, wie stark wird der Coin auf dem Netzwerk eines Tages genutzt. Wenn wir uns allein jetzt nur nach dem Market Cap richten, um eine Analyse Richtung Prognose zu betreiben und dann zum Beispiel XDC mit XRP vergleichen, rein vom Marktvolumen könnte dann der Token Richtung 4 bis 5 Dollar gehen. Das ist aber alles rein spekulativ. Seid ihr darüber im Klaren, dass das nicht ausschlaggebend ist. Unabhängig von allem, Xinfin XTC ist einfach eine Hammer-Sache gewesen, ein super spannendes Thema für mich. Ich konnte selbst gar nicht mehr aufhören, darüber mich einzulesen und wollte es an euch einfach weitergeben, um euch davon einfach auch mal ein bisschen was an Informationen zu geben. Von daher freue ich mich, weitere Neuigkeiten von diesem Thema zu hören. Auch in Zukunft hoffe ich, dass Xinfin XDC mit dabei sein wird. Und ich bin bisher, was das angeht, sehr optimistisch. So, und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, wie immer, hinterlass einen Kommentar unter der Videobeschreibung. Was hältst du von Xinfin und XTC? Wenn dir das Video geholfen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlass noch schnell ein Like. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Donation oder über einen Support von dir freuen. Ansonsten, du kannst mir jederzeit über Twitter folgen oder auch, wenn du mehr von anderen Kryptoprojekten wissen möchtest, ich habe auch noch einige andere spannende Videos in meinem Channel. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich bin Miss Krypto von Kryptos fasziniert und bis zum nächsten Mal. Tschüss!